Hi, das ist die dritte Folge von Dom's Wheel World. Ich bin Dom. Ich bin Querschnitt seit 2012 und Tester und Entwickler bei Versara. In der letzten Folge ging es um das richtige Sitzen im Rollstuhl und das richtige Anschieben des Rollstuhls. Heute geht es um Greifringe. Welche Unterschiede gibt es und wo sind die Vor- und Nachteile? Los geht's nach dem Intro. Hier steht jetzt Werbung, damit ich euch die Produktnamen nennen kann. Los geht's mit dem Edelstahl-Greifring. Das ist sozusagen die Standardausstattung des Rollstuhls. Ich würde behaupten, diese werden am meisten verwendet. Der Edelstahl-Greifring ist sehr robust, aber dafür leider auch sehr schwer. Er wiegt fast das Dreifache vom Alu-Greifring in derselben Größe. Das heißt, der Rollstuhl ist damit 1 Kilo schwerer als mit den Alu-Greifringen. Außerdem wird der Edelstahl-Greifring bei Nässe sehr schnell glatt und sobald er einmal kalt ist im Winter, ist er sehr lange kalt. Hier kommt der zweite Kandidat. Der Alu-Greifring wiegt knapp nur 1/3 von dem, was der Edelstahl-Greifring wiegt. Er wird annähernd genauso glatt bei Nässe, speichert aber die Wärme oder Kälte nicht so stark. Das heißt, er ist nicht so lang kalt, wenn er mal kalt geworden ist. Außerdem finde ich, dass die Standard-Greifringe einen zu geringen Durchmesser haben. Man muss die Hand zu weit schließen, um sie zu greifen, und das belastet die Handgelenke unnötig. Die dritte Kategorie sind die ergonomischen Greifringe. Meiner Meinung nach das einzig wahre für aktive Rollstuhlfahrer. Wir haben hier zwei Vertreter, einmal den Curve und einmal den Surge. Der Curve L ist von Carbolife, das ist eine deutsche Firma. Er wiegt 470 Gramm und wenn man ihn hier durchschneiden würde, würde man sehen, dass das Profil nicht kreisrund ist, sondern wie ein Dreieck mit abgerundeten Ecken. Dadurch liegt er viel besser in der Hand als die Standard-Greifringe. Den Curve gibt es auch mit einem Gummi auf der Oberseite, da heißt er dann Gecko. Zum Schluss kommt der Greifring, mit dem ich unterwegs bin, der Surge. Der Surge hat ein ovales Profil, liegt dadurch auch besser in der Hand als ein Standard-Greifring. Die Oberfläche bietet deutlich mehr Grip als bei einem normalen Greifring und ich habe auf der Oberseite eine Gummilippe. Es gibt den Surge auch ohne, aber ich würde grundsätzlich die Version mit empfehlen. Durch diese Gummilippe muss man den Greifring beim Anschieben eigentlich gar nicht umgreifen, sondern kann nur durch das Auflegen der Hand den Rollstuhl anschieben, was das Beste für die Handgelenke und Unterarme ist. Außerdem ist der Gummi auf der Oberseite ein enormer Vorteil bei Nässe. Wenn der Greifring nass wird, wird er nicht nass und glitschig, sondern bleibt weiterhin griffig. Wenn man ohne Handschuhe mit diesen Reifen stärker bremst, sollte man darauf achten, die Hand nicht auf der Gummilippe zu haben. Ich nehme meinen Daumen dazu seitlich, da es sonst schnell heiß werden kann. Oder man bremst einfach so. Den Surge und auch den Curve gibt es in 2 Profilgrößen für unterschiedliche Handgrößen, wobei ich beim Surge eher den LT bevorzuge, das ist die kleine Version. Obwohl ich relativ große Hände habe, komme ich mit dem deutlich besser zurecht. Hier an meinen Mountainbike- und Winterrädern ist der große Surge montiert. Er wiegt 560 Gramm. Und an meinen normalen Rädern habe ich den LT mit 450 Gramm. Leider gibt es auch einen kleinen Nachteil bei dieser Gummilippe. Und zwar hört man immer wieder davon, dass der Gummi abfärbt. Meine Greifringe habe ich jetzt seit über 5 Jahren und langsam fängt es an, dass ich auch schwarze Abfärbungen an den Händen habe. Ansonsten ist man mit einem dieser beiden Greifringe definitiv besser beraten als mit einem Standard-Greifring. Was vielleicht auch noch interessant ist, der Surge ist hier in der weiten Position montiert. Das mag ich, weil ich dann mit den Händen nicht so viel an die Reifen komme.
und er ist trotzdem etwas schmäler als der Curve, der hier in der engen Position montiert ist. Wer also auf jeden Zentimeter Breite am Rollstuhl schaut, der ist eventuell mit dem Surge besser beraten. Ich würde mich freuen, wenn das Video dem einen oder anderen weiterhilft. Ihr könnt gern eure Erfahrungen, Anregungen für neue Videos oder noch weitere Tipps in die Kommentare posten. Natürlich freue ich mich auch über ein Like oder, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, über ein Abo. Bis zum nächsten Mal bei Dom's Wheel World.